Hallo und ein fröhliches Willkommen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Wenn man in der Wüste ist und so richtig Durst hat, wo geht man denn hin? Ja klar, in die Mos Eisley Cantina. Schaut mal, was angekommen ist. 2024 haben wir es bestellt im Zuge eines HasLab Crowdfunding Projektes. Und jetzt 2025 haben wir sie endlich bekommen. Für 580 € auch nicht unbedingt ein Wahnsinn-Schnapper. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Box die Standardversion darstellt. Wenn ihr die Deluxe-Version kauft, dann bekommt ihr auch noch diese schicke braune Box dazu. Ist alles in dem Paket drin gewesen, welches übrigens 15,1 Kilo gewogen hat. Okay, nicht ganz so schlimm wie seinerzeit die Ghost, aber immer noch schwer genug. Bevor wir zum Unboxing kommen, mache ich davor natürlich noch einmal die Box als solches. Ich muss dazu sagen, höchstwahrscheinlich sind hier sehr viele kleine Einzelteile drin. Also, das Video könnte länger werden. Unten habe ich die Kapitel verlinkt. Das heißt, wenn euch bestimmte Kapitel eher interessieren, springt einfach dahin. Ja, sag mal, wenn das eigentlich die Cantina ist, hat es damals da auch Essen gegeben? Ich kann mich gar nicht mehr daran entsinnen, dass da irgendjemand gegessen hätte. In der Kantine wurde nur getrunken und geraucht. Na gut, soll uns aber nicht weiter stören. Wir werden uns das ganze Teil einmal ansehen. Schnappt euch einen Drink, entspannt euch und los geht's. Quantum Storm Star Wars Collection. Die Box vorne mit einem Farbbild. Hier können wir sehen, welche Figuren mit enthalten sein sollen. Hier können wir sehen, was sonst alles enthalten ist. Natürlich keine Aufkleber. Wer hätte es gedacht? Das Ganze ab 14 Jahren, diesmal nicht ab 4 und designt bei HasLab. Auf der Rückseite haben wir ein Schwarz-Weiß-Bild. Das kennen wir auch schon von den anderen HasLabs, dass man sich da immer so eine schwarz-weiße Seite bei aussucht. Hier auf der Schwarz-Weiß-Seite sind natürlich keine Hinweise, was alles enthalten ist. Dabei wäre das meines Erachtens nach hier besser aufgehoben als auf der Farbseite. Die Maße blende ich jetzt einmal ein. Und wir sehen uns jetzt auch einmal die anderen Seiten an. Leider muss man bei dieser Seite sagen, dass die Farben mir hier deutlich zu dunkel geraten sind. Natürlich, die Cantina war schon immer, ich sag mal, ein bisschen dunkler angelegt. Aber wenn man so ganz ehrlich ist, kann man auf dieser Seite kaum was sehen. Ob das jetzt so geplant war oder ob das ein Fehler ist, das lassen wir mal dahingestellt sein. Die anderen Seiten sind hier auch jeweils mit demselben Schwarz-Weiß-Motiv. Die letzte Seite ist hier ein bisschen heller gestaltet und auch wieder mit so ein paar Dekorationshinweisen, wie man das Ganze ausstaffieren könnte. Und damit soll es das mit der Boxbesprechung auch erstmal gewesen sein. Dann kommen wir zum Unboxing. Erinnert euch diese Szene an irgendwen? Ausgezeichnet! Genau. Ich fühle mich auch so ein bisschen wie Wilson in Hör mal, wer da hämmert. Aber es geht ja auch um den Inhalt. Wir machen die Box mal auf. Wir haben hier hinten so einen runden Klebestreifen. Man könnte mal versuchen, ob man den so abbekommt. Ha. Ohne zu schneiden. Wer hätte es gedacht? Ah, seht ihr mich noch? Nee, wahrscheinlich gleich nicht mehr, aber das ist nicht ganz so schlimm. Wir haben erstmal eine Anleitung. Gucken wir gleich rein. Und dann haben wir innerhalb der Box ganz viele Kisten. Oh, ich hoffe, das kann man sehen, weil ich sehe im Moment gerade nichts mehr.
Dann holen wir doch die Kisten mal Stück für Stück raus. Wir haben ja auch immer solche Laschen, dass wir noch was anfassen können. Oha. Ich glaube, ich muss aufstehen. Es tut mir leid, aber ich muss aufstehen. Damit hätten wir erst einmal alle Boxen aus der Box. Okay. Dann können wir die jetzt erst einmal wegstellen. Ha, da bin ich wieder. Und wie wir sehen, hier stehen Zahlen drauf. Zum Beispiel 1. Ach nee, das ist gar keine 1. Ich glaube, das soll eine 4 sein. Können wir jetzt mal gucken. So sieht es aus wie eine 1. So sieht es aus wie eine 4. Was es denn ist, werden wir gleich sehen. Die Frage ist ja, wie rum ist richtig? Könnte Box 5 sein. Aber ich möchte hier nochmal die flache Kiste auspacken. Und zwar deswegen, weil ich glaube, dass hier die Figuren drin sind. Gucken wir doch mal. Ja, ganz genau. Hier sind die Figuren drin und ich zeige sie nachher ja auch noch im Detail, aber ihr könnt sehen, da sind jetzt die ganzen Figuren drin, die stehen auf dem Kopf. Und die Figur, die hier in Anführungsstrichen fehlt, ist Alai Shows. Warum? Nun, weil damals die Unterstützer nicht bis zu diesem sogenannten dritten Tier gekommen sind. Und diese dritte Stufe, die hätten wir aber erreichen müssen, damit diese Figur dabei hätte sein können. Okay, das ist aber nicht ganz so schlimm. Angeblich soll sie noch kommen. Wir harren mal und hoffen mal das Beste. Okay, wenn ich hier einmal reingucke, ist das Ganze natürlich ordentlich verpackt worden. Wir haben hier bei jeder Figur Seidenpapier einmal drumherum. Also da hat man sich schon ordentlich Mühe gegeben, damit hier nichts kratzt und oder kaputt geht. Ich lasse sie erstmal drin. Details kommen ja nachher auch noch. Ich denke mal, dass sie hier im Moment am besten aufgehoben sind. Okay, dann können wir die Kiste erstmal wieder zumachen. Das gucken wir uns später. Dann werde ich jetzt erst einmal einen tiefen Blick in die Anleitung werfen und dann sehen wir uns gleich wieder. 6,5 Stunden später. Ich habe also jetzt lange und intensiv gelesen. Darüber bin ich dann auch eingeschlafen und jetzt bin ich zur Erkenntnis gekommen, dass ich zuerst die Barsektion aufbaue. Dafür brauche ich die Boxen 4 und 3. Allerdings sind da so viele Einzelteile drin, dass ich den Aufbau selber zwar filmen, aber nicht hier mit reinstellen werde. Das wird dann ein separates Video werden. Aber gucken wir doch erstmal in die beiden Boxen rein. So, was sehen wir in Box 4 alles drin? Sieht sehr plastikartig aus und da sind die ganzen Einzelteile drin. Ich packe sie mal eben aus. Nun brauchen wir natürlich noch die Barsektion als solche. Die ist in der Box 3 drin. Das Ganze sieht dann so aus. Beziehungsweise so. Und das ist die Sektion, um die es jetzt eigentlich geht. Die soll jetzt bebaut werden. Die lassen wir schon mal raus. Ich werde das jetzt aufbauen, das werde ich filmen, aber wen es interessiert, das kommt dann in einem anderen Video. Die zentrale Barsektion ist nun fertig. Probleme hatte ich ein bisschen mit diesem silbernen Teil, denn das hat so viele Ansatzpunkte, dass immer dann, wenn man auf der einen Seite das reingedrückt hat, auf der anderen Seite das wieder rausgepoppt ist.
Aber ansonsten geht es eigentlich. Man muss sich nur ein bisschen daran halten, dass hier natürlich Farben in Schwarz-Weiß dargestellt werden. Das heißt, wenn ich ganz dunkle Elemente habe, dass die hier auch wirklich ganz dunkel dargestellt werden und diese goldenen Teile, die werden hier in rosa dargestellt. Da muss man sich so ein bisschen dran halten. Es ist aber machbar. Das Einzige, was man nicht machen sollte, ist tatsächlich zu viel Kraft aufwenden, weil diese ganz feinen Strukturen, die verbiegen natürlich auch sehr gerne. Ich werde jetzt weiter aufbauen. Auch hier werde ich das aufnehmen, aber nicht hier reinstellen, sondern in ein anderes Video, weil das wahrscheinlich einfach zu lange dauert. Jetzt ist die ganze Barsektion fertig. Gab es beim Aufbau Probleme? Nun grundsätzlich nicht. Das einzige Problem, was ich sehe, ist, man kann die Bar jetzt nicht komplett hochheben. Warum nicht? Klar, die Insel, die wir hier drin haben, die ist nur hier einmal festgemacht, respektive das Dach ist da nur aufgelegt worden. Man sieht auch hier hinten, es ist nicht wirklich eingeklinkt, also es ist schon so ein bisschen, ich will nicht sagen wackelig, aber es ist schon nicht ganz wirklich stabil. Das heißt, wenn ich das jetzt einmal anhebe, dann ist im Idealfall das so, dass die Barinsel hier in der Mitte stehen bleibt. Wenn es doof läuft, dann hebt die sich noch ein bisschen ab, um dann herunterzufallen. Das sollte natürlich nach Möglichkeit nicht passieren. Auch wenn ich die Barsektion anfange zu verschieben, dann sieht man schon, ja, die Mittelinsel bleibt so ein bisschen stehen und die ganze Bar verschiebt sich. Also wahnsinnig stabil ist das Ganze nicht. Das liegt natürlich auch daran, dass wir hier keinen Fußboden bekommen haben, auf der die Insel stehen kann. Eingangsteil und die Nischen, die sind fertig. Was kann ich dazu sagen? Die Nischen, da muss man ein bisschen aufpassen, da gehören bestimmte Teile zusammen. Ich nehme die hier mal als Exemplar. Also die Dächer, die hier drin sind, die sind immer gleich, da muss man eigentlich auf nichts achten. Das Einzige, was so ein bisschen fummelig ist, sind diese Lampen, die hier drin sind. Aus dem einfachen Grunde, die sind sehr klein. Wenn die einem aus der Hand fallen, die springen überall hin und im Zweifelsfall auch unter das Sofa. Das dauert ein bisschen, bis man die wiedergefunden hat. Also da einmal aufpassen. Was nicht ganz so schön ist, die muss man ja ausbrechen, die Lampen. Und beim Ausbrechen entstehen immer Grate, die kann man zwar mal versuchen mit einem Messer abzuschaben, ist natürlich bei so einem Teil, was nicht viel größer als 5 mm ist, immer so eine Sache. Also, wir haben hier den einen oder die eine Nische und die hat zum Beispiel hier eine Lampe und die mit einer Lampe bekommt die Front von, also bekommt diese Front. Dazu muss man dann auch noch sehen, dass die Teile, die hier auf der Seite sind, haben auch eine bestimmte Richtung. Das wird erklärt, wenn man in die Anleitung guckt. Was auch so ein bisschen schwierig war anzubringen, ist hier dieser Seitenflügel, der wird schräg angeklipst. Da muss man so ein bisschen schauen, dass das Ganze funktioniert. Und was ein bisschen schade ist, dass diese Tür, die lässt sich nicht öffnen. Und das heißt also, die ist fest. Dafür kann ich den Ring bewegen. Naja, ist kein passender Ersatz für die Tür, aber okay. Alles andere war mehr oder weniger problemlos, bis auf eine Sache. Wir haben hier so ein Inlet drin. Na, kommst du her? So ein Inlet drin, das sitzt hier normalerweise drin. Und beim Rausnehmen fliegt einer der Druidendetektoren raus, aber den kann man wieder zurückstecken. Ist also auch nicht das Problem. Die großen Teile sind aufgebaut. Jetzt bleiben hier noch Kleinteile und wie wir sehen, haben wir davon eine ganze Menge. Also wir haben hier kleine Stühle, ein wenig höhere Stühle, damit sie an diesen Tisch ranpassen. Wir haben Bänke, kleinere Sessel. Dann haben wir Tische und wir haben noch ein bisschen Zusatzmaterial. Wo ich nicht genau weiß, wozu wir es brauchen, ist zum Beispiel diese eine Flasche oder Kanister, den wir hier haben. Das weiß ich nicht, wohin das Ganze gehören soll. Und was ich auch nicht weiß, ist, was das hier darstellen soll.
Wenn ihr das wisst, könnt ihr es mir gerne einmal in die Kommentare reinschreiben. Aber irgendwie sieht das aus wie Obi-Wans Gogo-Stange. Ich habe keine Ahnung. Dann haben wir hier noch so etwas wie Computertastaturen. Ja, wo die hinkommen sollen, ist mir im Moment auch unbekannt. Aber das haben wir hier noch alles. Nebst hier noch ein paar Bechern, die wir hier haben. Einmal in dunkel, einmal in hell. Also da haben wir schon ordentlich was. Und dieses hier, wenn mich nicht alles täuscht, müsste ich nachher nochmal gucken. Aber diese kleinen Dinger hier, das sollen wahrscheinlich die Lampen sein für die Tische. Angeblich kann man die hier rausnehmen, kann man auch. Und dann kann man die Lampen höchstwahrscheinlich gegen andere ersetzen. Alles das, was wir hier sehen, gehört immer noch zur Standardversion, weil den Deluxe-Karton habe ich noch nicht ausgepackt. Was jetzt noch fehlt, ist das Deluxe-Add-on. Ob das jetzt den Aufpreis wert war, das gucken wir uns jetzt an. Auch hier haben wir wieder eine Anleitung. Auch hier haben wir wieder die Teile für die Nischen. Plus nochmal Stühle. In diesem Fall sind es die mit dem kurzen Fuß. Wir hatten auch welche mit einem langen Fuß. Und diese Stühle, da haben wir ein paar Stück von. Ja, auch hier haben wir wieder Gläser natürlich und wir haben hier die anderen Aufsätze bzw. die anderen Lampen für die Tische. Ich baue das Ganze wieder auf und wenn euch das interessiert, ihr wisst bereits, schaut in das andere Video. Damit hätten wir das Deluxe Add-on auch aufgebaut. Man sieht, ist nicht großartig anders als das, was wir schon bei dem Standard-Set gemacht haben. Auch hier können wir die Deckel natürlich wieder abnehmen. Und auch hier ist es so, dass hier kein Boden drin ist. Das heißt, wenn man hier etwas arrangiert hat und man das Ganze hochhebt, bleibt das Arrangierte erstmal stehen. Zu meinem Fazit komme ich später noch. Jetzt, da alle relevanten Teile aufgebaut sind, kommen wir jetzt zu den Detailvideos.
Kommen wir zum Fazit. Was halte ich von diesem ganzen Set? Nun, man darf eins nicht vergessen. Es ist das Deluxe-Set, was 580 € gekostet hat und dementsprechend ist es eigentlich schon an der Maximumskala angekommen, was den Preis betrifft. Nun haben sich einige Leute beschwert, dass die Cantina ja nur so halbfertig aussieht. Dass man hier gerne noch Wände gehabt hätte, auf der anderen Seite natürlich genauso. Dass man vielleicht noch ein Dach gehabt hätte. Ich sage ganz ehrlich, es passt ja kaum auf meinen Tisch. Das heißt, wenn ich das jetzt hier irgendwo präsentieren möchte, habe ich schon meine Schwierigkeiten, das in irgendeine Ecke reinzupacken. Das, was ich persönlich etwas schade finde, ist, dass es keinen Fußboden hat. So ist der Transport hier natürlich ein bisschen wackelig. Das heißt also, ich kann das Ding nicht einfach nehmen und irgendwo hinschieben. Hochheben schon mal gar nicht. Einen Fußboden hätte ich ganz gut gefunden. Ich werde das wahrscheinlich so machen, dass ich mir Pappe nehme, die in irgendeiner Form Sand- oder Staubfarben anmale und sie dann hier drunter packe, damit auch das Gesamtbild einigermaßen passt. Was ich mir auch vorgestellt habe, ist, dass ich hier vielleicht Pappe hochziehe, die noch so ein bisschen Wandstruktur bekommt, damit das Ganze ein bisschen in sich geschlossener wirkt. Aber grundsätzlich muss ich ganz ehrlich sagen, es ist schon viel, was man hier bekommt. Aber es ist auch viel, was man dafür bezahlt. Gar keine Frage. Detailmäßig muss man sagen, ja, einige Details sind okay und ganz schön gemacht, wie zum Beispiel hier vorne der Krokodilkopf, den wir in den Details gesehen haben. Die Wanddekoration ist da und was natürlich schön ausgearbeitet ist, ist der Bar-Mittenbereich bzw. die Barinsel. Die ist nett ausgearbeitet, gar keine Frage. Hätte ich mir ein bisschen noch Weathering an den Wänden gewünscht? Ja, das hätte ich mir gewünscht. Aus dem einfachen Grunde, weil mir wirkt das Ganze ein bisschen zu sauber, ein bisschen zu clean. So kenne ich die Cantina nicht. Außerdem ist es so, dass wenn man jetzt so gegen den Eingangsbereich guckt, dass man da dann doch wieder sehr viel Rückwand sieht. Da hätte ich mir ein bisschen was Schöneres gewünscht. Im Sinne von, das verkleiden wir einfach, sodass man auch von der anderen Seite etwas zum Gucken hat. Aber ansonsten kann ich sagen, natürlich ist dieses Set schön groß und man kann natürlich viele Figuren da drin platzieren. Da hoffen wir mal, dass Hasbro demnächst einige der Figuren, die hier für die Cantina noch fehlen, noch nachreichen wird. Was haltet ihr von der Cantina? Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht habt ihr sie auch schon aufgebaut und habt da das eine oder andere entdeckt, was ihr mir gerne mitteilen möchtet. Vielleicht habe ich auch das eine oder andere vergessen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wäre natürlich ganz nett, wenn ihr dem Video ein Like geben würdet. Es wäre auch schön, wenn ihr den ganzen Kanal abonnieren würdet. Entgehen euch auch keine Videos mehr. Das würde mir auf jeden Fall sehr helfen. Tja, und mit diesen Worten verabschiede ich mich mit sammlerfreundlichen Grüßen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Bis denn und tschüss.